Die Ärzte haben meinen Geschwistern gesagt, wir glauben nicht, dass sie lebendig kommt. Das Leben gibt mir, was ich brauche, um weiterzuwachsen. Ich bin Graciela und ich bin Künstlerin. Ich bin 65 Jahre alt, komme aus Mexiko, aber ich lebe in Deutschland schon seit fast 30 Jahren. Also ich komme aus einem Land, in dem es ist viel einfacher, der andere zu lächeln und zu gucken und so. Und ich kam von Mexiko-Stadt, landete ich in Braunschweig und für mich war sehr hart. Bin ich auf die Straße gegangen und habe ich die Leute angeguckt und angelacht und keiner hat mir angelacht, haben weggeguckt, weil die mich nicht kannten, aber in Mexiko war für mich das normal. An mir ist sehr mexikanisch mein Temperament. Ich bin so Feuer. Vielleicht habe ich mich an deutsche Art und Weisen schon genähert. Ich genieße das zum Beispiel, dass man direkt die Sachen sagen kann. Und da möchte ich noch mehr eingedeutscht sein. Also am meisten vermisse ich natürlich meine Familie. Die ersten 10, 15 Jahre habe ich den mindestens einmal im Jahr gesehen. Und dann wurde ich krank. 7 Jahre bin ich nicht mehr in Mexiko gewesen, was es mir sehr weh tut. Also wir sehen uns oft dann auch per Video. Ich beneide vor allem, dass sie zusammen sind. Kunst ist für mich einfach mein Leben, meine Art zu kommunizieren. Mit der Kunst kann man mit einem Bild, mit was ganz Kleines, Minimalistisches, viel sagen. Seit ich ganz klein war, wusste ich, dass ich Malerin werden wollte. Mein Vater hatte Angst, dass man von Kunst nicht leben kann. Das war für mich ein totaler Zusammenbruch, ein erster Verlust der Identität. Dann habe ich entschieden, dann vom Elternhaus wegzugehen. Meine Mutter hat das verstanden, aber mein Vater war so tief verletzt. Dann hat er gesagt, okay, wenn du das entscheidest, dann hast du keine Familie mehr. Dann ist es Schluss mit deiner Familie. Du gehst und du bist alleine. Das dauerte 2 Jahre. Irgendwann habe ich mich mit meinem Vater sozusagen befreundet. Dann habe ich auf einem heimlichen Weg sozusagen mich mit dem Tanz getroffen. Und dann wurde ich in eine Ballettschule gekommen und da habe ich mich im klassisches Ballett ausbilden lassen. Dann habe ich meine eigene Tanzkompanie gegründet mit anderen Kolleginnen und mit der Leiterin der Ballettschule. Und der Tanz tatsächlich hat mich auch gerettet. Dann hatten wir mal eine Einladung in ein Tanzfestival in Peru. Und da habe ich meinen Mann, der deutsch ist und Schauspieler und Regisseur, kennengelernt. Wir hatten eine Einladung zu einem internationalen Tanzfestival. Dann kamen wir nach Deutschland, dann habe ich meinen Mann wieder getroffen. Also damals war nicht mein Mann. Es war ein Abenteuer. Wir haben uns vielleicht 1,5 Wochen kennengelernt. Natürlich Mut hat mir die Liebe gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, Mexiko oder Deutschland, haben wir mit einer Münze. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und wir sind schon fast 30 Jahre zusammen. Wenn ich nochmal geboren wurde, würde ich nochmal das Gleiche machen. Wenn ihr mehr spannende Geschichten hören wollt, dann bitte abonniert den Kanal. Zwar sofort. Ich bereue im Grunde genommen von nichts. Also alles, was ich getan habe, war in seiner Zeit, ich konnte nicht anders handeln. Alle emotionalen Sachen, das passieren, die haben eine direkte Verbindung zu dem Körper, klar. Und 2004 hatte ich eine erste Brustkrebserkrankung. Die Ärzte haben gesagt, wir glauben nicht, dass sie lebendig kommt. Und das war, als meine Mutter auch gleichzeitig krank wurde. Ich lag im Bett und meine Mutter lag im Krankenhaus in Mexiko und konnte mich von meiner Mutter nicht verabschieden. Das ist etwas, das bis heute ich in mich ganz stark trage. Wenn ich morgen aufwache und die Augen aufmache, fühle ich mich sehr dankbar, dass ich noch eine Chance habe, einen Tag hier zu sein.
2015 hatte ich eine Gehirnblutung. Plötzlich stehe ich auf und merkte ich, oi, was habe ich? Und hatte ich starke Schmerzen im Schulter und Nacken und kam in Rettungssanität. Und tatsächlich bin ich im Krankenhaus und hatte ich eine ziemlich starke Gehirnblutung. Ich war in der Intensivstation und dann nach 2 Wochen im Krankenhaus und bin ich hier. Das ist wirklich, also ich habe so wie Engel um mich. 2018 hatte ich einen Rezidiv der Brustkrebs. Nach der letzten Mal, dass ich auf der Bühne selber getanzt habe. Ja, das alles sind für mich Aufgaben. Also das Leben zeigt mir, okay, hier ist es etwas, woran du arbeiten musst. Das Leben gibt mir, was ich brauche, um weiterzuwachsen. Ich glaube, bis jetzt habe ich nie von irgendetwas Angst gehabt, auch nicht vor dem eigenen Tod. Wir wissen nicht, wir kennen nicht, was das ist. Das größte Glück, was ich bis jetzt habe, ist, dass ich noch lebe. Letztendlich sind wir geboren, um zu sterben. Und dann warum denn Angst? Das ist nur eine Veränderung. Und diese Puppe ist für mich so ein Glücksbringer. Meine Puppe heißt Milagros. Milagros ist Wunder. Von diesen Diagnosen und diesen tatsächlichen Krankheiten, ich habe mehr Positives gekriegt als Negatives. Ich habe ein sehr schönes Sprichwort von meiner Oma. ¿Por qué lloras? Todo dura hasta que se acaba. Warum weinst du? Alles dauert, bis es zu Ende ist. Nimmt immer, was das Leben dir gibt. Was das Leben dir gibt, ist das Richtige. Nimm das mal.